Good evening or good morning, everyone. Welcome to the second in the series of the free lockdown webinar series. Guten Abend oder guten Morgen an alle und willkommen zum zweiten freien, kostenlosen Webinar. Und da geht es um Stress und Burnout. Called Stress and Burnout. So today we're going to look at, it's actually emotion and stress. So we'll be looking at emotion and different responses to an emotional experience. Da geht es also um Emotion oder um Stress und verschiedene Reaktionen zu einem emotionalen Erlebnis. Then we'll be looking at an interesting model I've just put together recently about how a kinesiology balance works due to someone asking me a question last week. Und wir schauen uns dann auch noch ein eigenes Modell an, wie eine Kinesiologie-Balance aktuell funktioniert, weil das letzte Woche jemand gefragt hat. And then we'll be looking at, the different models of stress and the way our body's physiology acts in different stress states. Und dann schauen wir uns noch unterschiedliche Modelle von Stress an und wie der Körper physiologisch reagiert in unterschiedlichen Stressstadien. Okay, so hope you can all see that fine. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. And so first we're going to start with stress. Als erstes beginnen wir mit Stress. So this is the standard model of stress, comes from Hans Selye. Und das ist das Standardmodell für Stress und das kommt von Hans Selye. And where he talks about the 3 stages of stress. Und er spricht da über die 3 verschiedenen Stufen von Stress. And a lot of you may know, anyone who's trained with me, some of you may have, you'll know I always looking at the 4 stress states. Und jeder, der bei Hugo gelernt hat, weiß, wir schauen uns immer die 4 verschiedenen Stressstadien an. And that is that we have the 3 stages of stress plus the state of no stress. Und das heißt, wir haben die 3 verschiedenen Stufen von Stress plus die Stufe, wo wir in Homöostase uns befinden, wo wir keinen Stress haben. Okay. And I think it's important to look at it in terms of these 4 states. Und Hugo glaubt, es ist wichtig, das eben in einem Rahmen von einem 4-Stufen-Modell zu betrachten. So when we look at the no stress state, also wenn wir uns das Nicht-Stress-Stadium anschauen, wo kein Stress herrscht. So this is when we're all happy or relaxed. Das ist, wenn wir alle glücklich sind, entspannt sind. And this is mediated by the parasympathetic nervous system. Und das wird ein Stück weit moduliert und kontrolliert vom parasympathischen Nervensystem. And which is mainly the parasympathetic vagus nerve, but there are other aspects to the parasympathetic nervous system besides just the vagus nerve. Und das passiert hauptsächlich durch den parasympathischen Vagusnerv. Es gibt wohl noch ein paar andere Aspekte, aber das ist der Hauptaspekt. And we've also got the social engagement system. Und wir haben auch noch dieses soziale Engagementsystem oder Social Engagement System. And so then you've got the first stage of stress, which is basically your sympathetic nervous system. Dann haben wir die erste Stressstufe und da sprechen wir hauptsächlich vom sympathischen Nervensystem. The second stage of stress, or it's also called short-term stress. Oder die erste Stressstufe wird auch Kurzzeitstress genannt. And this is where you'll find with the first stage of stress, this is like there's a threat or something stressful and it's there for a short time and your body reacts with fight, flight, and then once the stress is gone, it all goes away. Und da habt ihr einen Stressor,
jemand, der euch Angst macht, und da habt ihr vielleicht eine Angstflucht- oder Kampffluchtreaktion und danach verschwindet der Stressor wieder und das Problem streicht vorüber. Then we've got the second stage of stress. Dann haben wir die zweite Stressstufe. And this is basically your HPA axis, you know, your stress hormones like cortisol, ACTH and CRH. Und dann haben wir eben hier hauptsächlich die HPA-Achse und da haben wir dann natürlich die Stresshormone, das Cortisol, das ACTH und das ADH. No, CRH, ACTH. CHA. Yeah. Then we've got the third stage of stress, which is interesting. And I put all this model together when I realized this all came together to me as a group. Und dann haben wir noch die dritte Stressstufe. Und das ist sehr interessant, weil das alles hat sich Hugo quasi als einer Gruppe präsentiert. Das kam alles als Gruppe zusammen. And this is the unmyelinated vagus nerve. Und in der Gruppe befindet sich der unmyelinierte Vagusnerv. And this all comes from the polyvagal theory from Porges. Das rührt her von der Polyvagaltheorie von Porges. And we'll be talking about that, the difference between the no stress parasympathetic vagus nerve and the third stage of stress of the unmyelinated vagus nerve. Und da vergleichen wir quasi den Stress vom unmyelinisierten Vagusnerv, vom ersten und das erste Stressstadium. Reverse T3. Dann haben wir das reversierte T3. Adrenal fatigue, which is basically low cortisol. Und dann haben wir eine Nebennierenschwäche, das heißt niedrige Cortisolspiegel. And of course with burnout, you've got or PTSD. Und dann natürlich bei Burnout, da haben wir dann die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Okay. So let's look at each one in depth. Also schauen wir uns jetzt mal jedes in Tiefe an. But before we do that, I'll go through the different states of possible outcomes of an emotional experience. Aber bevor wir das tun, geht er nochmal durch, was mögliche Outcomes sind, Reaktionen nach einem emotionalen Erlebnis. And this is kind of, again, a model I've put together. Das ist auch wieder ein Modell, was Hugo zusammengestellt hat. So the first thing is that you can resolve your emotions, so the resolution of emotion. Die erste Möglichkeit wäre, ihr könntet eure Emotionen auflösen. Now, wouldn't that be wonderful? Wäre das nicht wundervoll? Then there's emotional expression. Dann gibt es den emotionalen Ausdruck. And anyone who knows me, I can go pretty Latino at times. And, you know, my stepmother used to say that Latinos will never die of a heart attack. They just let all their emotions out. Und ja, ihr kennt ja mich, sagt Hugo. Ich bin da vielleicht ganz gut drin beim emotionalen Ausdruck und seine Stiefmutter hat immer zu ihm gesagt, naja, an einem Herzinfarkt wirst du nicht sterben, weil du sicher keine unterdrückten Emotionen hast und alle immer rauslässt. You can suppress emotions, and this is a subconscious process. Man kann Emotionen auch unterdrücken und das wäre dann ein unbewusster oder unterbewusster Prozess. Also, we can look at the emotional conflict between the conscious and subconscious. And this is a kind of an interesting thing that came together for me. Und dann können wir natürlich auch noch den emotionalen Konflikt näher betrachten, den es oft gibt zwischen der bewussten Wahrnehmung und dem Unbewussten oder Vorbewussten. And then you can have the deep unconscious emotional storage. Und dann könnt ihr noch haben, so diese ganz tiefen, unbewussten, emotionalen Speicher. And also the storage of conscious emotional history, that should be. Und natürlich dann auch noch der Speicher von emotionaler Geschichte. Das ist alles in uns gespeichert. So, according to polyvagal theory from Porges,
Und wenn wir uns mal die Polyvagaltheorie von Porges ansehen, his idea is that the vagus nerve has 3 stages. Now, unfortunately, please note, this does not relate to the 3 stages of stress, and sometimes people confuse that. It is not that. und die Theorie von Porges, da geht es um die 3 verschiedenen Stadien vom Vagusnerv. Und bitte verwechselt die jetzt nicht mit den 3 verschiedenen Stressstufen. Manche machen das, aber es ist nicht zu vergleichen. Die 3 verschiedenen Stufen vom Vagusnerv und die 3 Stressstufen. So the first stage is called the primitive unmyelinated visceral vagus, or reptilian vagus as well. Die erste Stufe wird charakterisiert durch den primitiven, unmyelinisierten viszeralen Vagus oder auch Reptilienvagus. And so it's the vagus nerve that reptiles have. Es ist nämlich auch der Vagusnerv, der bei Reptilien vorkommt, den auch Reptilien haben. So it actually helps with the digestion. So in humans, it's actually not all negative. Der hilft uns auch bei der Verdauung. Also bei Menschen, es ist nicht alles negativ. And also in reptiles, it was very important because it really shuts down metabolic activity, and reptiles are quite okay if they have like low oxygen levels. Und bei den Reptilien ist ja auch wichtig, weil da quasi die ganzen Stoffwechselprozesse herunterfahren. Und es ist auch wichtig bei Reptilien, weil die oft sehr niedrige Sauerstofflevel aufweisen. So it actually when you go into the 3rd stage of stress, it actually depresses metabolic activity. Und wenn wir uns in der 3. Stressstufe befinden, dann wird normalerweise der Stoffwechsel unterdrückt. And also it's associated with immobilization behaviors. So that means, defeat. I call that defeat. I'm defeated, Wird auch assoziiert mit Immobilisationsverhalten. Das heißt, das ist so etwas wie ich gebe auf. Ja? And so that's what you find. And it's not the freeze that's in fight flight. Und dabei handelt es sich nicht um das Einfrieren, was ich im Kampf Flucht habe, sondern hier meint man wirklich die Aufgabe. Because when you're in freeze, in fight flight, you're still scanning the environment because there's a threat and you're freezing as a survival mechanism. Weil dieses Freeze eben in der Kampf-Flucht-Reaktion, da scanne ich quasi immer noch meine Umgebung. Ja, wie komme ich aus der Sache raus? But in defeat, you've actually given up with hope to survive. It's like I've gone belly up, as we say in English. Und eben bei der Aufgabe, ja, wo ich sage, ich gebe mich komplett auf, im Englischen sagt man belly up, das heißt so viel wie Bauch nach oben. Es ist nichts mehr zu tun. Und ich gebe auf im Sinne von, ich will überleben, am besten ich bin bewegungslos. Mm-hmm. So that actually relates to the 3rd stage of stress. Und das hängt zusammen mit der 3. Stressstufe. Okay. So the 2nd stage is it's characterized by the sympathetic nervous system. Die 2. Stufe hier bei der Polyvagaltheorie ist charakterisiert durch das sympathische Nervensystem. So what's that got to do with the vagus nerve? Was hat jetzt das zu tun mit dem Vagusnerv? Because the sympathetic nervous system, it's mediated by your adrenaline, your PAG, hypothalamus. Weil das sympathische Nervensystem wird ja quasi moduliert durch Adrenalin, durch PAG. It's about the 1st stage of stress. Da geht es um die 1. Stressstufe. Okay. And so it's a very active kind of survival strategy. Es ist eine sehr aktive Überlebensstrategie, die hier angewandt wird.
And it's called part of the polyvagal theory because the vagus nerve withdraws, it becomes inactive. Und es wird Teil der Vagustheorie genannt, weil sich quasi der Vagusnerv zurückzieht, inaktiv wird. So they call it vagal withdrawal. Und wir nennen das eben dann die Vagusbremse. Okay. Then you've got the third stage is characterized by the myelinated vagus nerve. Die dritte Stufe ist charakterisiert durch den myelinisierten Vagusnerv. So this is actually in the 4 states of stress model, this is the no stress state. Und in meinem Modell der 4 Stressstufen ist es aktuell die Kein-Stress-Stufe. Okay, so you've got this, you know, you can rapidly regulate cardiac output, so that's heart rate variability. Das heißt, man kann sehr schnell die Herzrate regulieren und es reguliert eben dann die Herzrate flexibel. And it's also part of the social engagement system. Und ist auch Teil des sozialen Engagementsystems. And this is because the vagus nerve, not only is it parasympathetic nervous system, it's also a motor nerve. Und das rührt her, weil der Vagusnerv nicht einfach nur ein parasympathischer Nerv ist, sondern auch ein motorischer Nerv. And so what it does is it actually is involved with your, you know, all the muscles around in your throat, your speech muscles. Und das rührt daher, weil dieser Nerv quasi, dieser Motornerv auch zu tun hat mit allen Muskeln, die wir so in der Halsgegend haben, in der Kehle, der auch die Sprechmuskeln bedient. So you can see the 3 states in Porges' polyvagal theory. The 3 stages are related to the 3 of the 4 states. The only one that's missing here is the second stage of stress, which is the HPA axis, which has got nothing to do with the vagus nerve. So. Und ihr seht schon, dass natürlich auch die 3 Stufen von Porges Polyvagaltheorie auch ein Stück weit korrelieren mit den verschiedenen Stressstufen. Das Einzige, was eben hier fehlt, wäre das Korrelat zur 2. Stressstufe. Da geht es ja bei der 2. Stressstufe um die HPA-Achse und da gibt es jetzt nach Porges Theorie kein Korrelat. So, so let's look at the no stress state. So this is what we would call the myelinated vagus nerve in the polyvagal theory. Und schauen wir uns mal die keine Stressstufe an und das wäre quasi der myelinisierte Vagusnerv nach Porges Theorie. So we've got, the parasympathetic innervation of the heart and other visceral organs and glands is, promotes proper function of your organs and glands in your body, visceral organs and glands. Und diese parasympathische Innervation, die nicht nur das Herz innerviert, unterstützt quasi die gute Funktion, die richtige Funktion der viszeralen Organe. So this is via the nucleus ambiguous. Und speziell in Richtung Herz wird es unterstützt durch den Nucleus ambiguus. Okay, so we get heart rate variability very good. Das heißt, dann bekommen wir eine sehr gute Herzratenvariabilität. Also, we get spontaneous social engagement behaviors. Was wir auch hier bekommen, wären sehr spontane soziales Engagementverhalten, ja? And so this is, of course, to do with the myelinated vagus nerve for the vocalization. Natürlich hat das auch zu tun mit dem myelinisierten Vagusnerv. Da geht es darum, wie kann ich was vokalisieren, ausdrücken. But it's also to do with the other nerves, other cranial nerves. Hat aber auch zu tun mit anderen Kranialnerven. Such as the facial nerve, trigeminal nerve,
and also your 3 nerves that operate your extraocular eye muscles. Und natürlich auch die anderen Nerven wären zum Beispiel der Fascialis, Nervus fascialis oder Nervus trigeminus oder die 3 verschiedenen Nerven, die auch die äußeren Augenmuskeln steuern. And so this is so you can have facial expression, and also, you know, with social engagement, you can look someone in the eye and communicate with them. Und das ist einfach, um auch den Gesichtsausdruck anzupassen. Das heißt, ihr könnt jemanden in die Augen schauen und einfach eine Verbindung dadurch aufbauen. And also your middle ear muscles as well enable you to hear what someone's saying. Und auch die Mittelohrmuskeln stellen einfach die Möglichkeit bereit zu hören, was wer anderer sagt. So you can take in not only what they say, but how they say it. Das heißt, wir können nicht nur aufnehmen, was jemand sagt, sondern auch wie jemand etwas sagt. And so these are the 3 forms of communication. Und das wären die 3 Möglichkeiten oder Formen, wie wir kommunizieren. So you can have, there's what's been said, how it's said, and body language all together make up communication. Und diese 3 Teile sind eben, was jemand sagt, wie jemand etwas sagt und natürlich die dazu passende Körpersprache. Und das macht die Kommunikation aus. So if you look at all those social engagement behaviors, they're all about communication. Und wenn ihr euch diese gesamten sozialen Engagements anschaut, da geht es einfach immer nur, wie gut kann ich mit wem anderen assoziieren, in ein Engagement eintreten. Have you ever been communicating with someone? Habt ihr euch schon mal mit jemandem unterhalten oder kommuniziert? And you're, you know, and then all of a sudden they get stressed out, something stresses them, and all of a sudden they can't engage with you. They look away, they can't hear what you're saying, and they can't look you in the eye all of a sudden. Have you ever noticed that? Und auf einmal ist es euch passiert, während dieser Kommunikation hat die andere Person plötzlich irgendwo die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung verloren, hat plötzlich nach links gesehen, nach rechts gesehen, war irritiert, hat sich gestresst gefühlt. Ist euch das schon mal passiert? Mm-hmm. And I certainly remember, I know those of you at the last conference in Kitsart, Alfred's talk on the laughing, smiling muscles. That was so fascinating. It's all connected into this social engagement system. Und da gab es ja auch den Vortrag bei der letzten IRK-Konferenz von Alfred Schatz und da hat er über die Lachmuskeln auch referiert und vorgetragen und das fand Hugo wahnsinnig spannend, ja, wie die auch im sozialen Engagementsystem involviert sind und notwendig sind für eine gute Kommunikation. Mm-hmm. So there's also, you know, through the vagus nerve, there's actually a structural and functional link between the muscles of the face and the smooth muscles of the viscera. And so this is this whole idea of the muscle-organ relationship, which is something we've been working with forever in kinesiology. I mean, it's one of the fundamental pillars of kinesiology. Und was es da jetzt noch gibt, es gibt einen strukturellen und eine funktionelle Verbindung quasi zwischen den Gesichtsmuskeln, aber auch der glatten Muskulatur. Und das ist auch wahnsinnig interessant und das macht ja auch einen großen Teil auch unserer Kinesiologie-Balancen aus. Okay. Then the other thing that's interesting is this concept of neuroception. Was auch noch interessant ist, ist dieses Konzept der Neurozeption. So basically, the way I understand it, without having read the definition, of course, but that's me, but is that it's actually how you perceive the sum of sensory stimuli in the environment. Und Hugo hat jetzt die Definition nicht wirklich gelesen, aber ja, das ist so Hugo, aber das ist, wie empfange ich die sensorischen Stimuli aus meiner Umgebung? Neurozeption. Okay, and so we're constantly, you know, especially when we lived in the jungle, we would we'd constantly have to take in the information from the environment and then evaluate it
whether it's like everything's okay or we need to go into fight flight. Und das kam vielleicht auch noch aus einer Zeit, wo wir im Dschungel lebten, wo wir ständig unsere Umgebung im Blick haben mussten und auch gleichzeitig evaluieren, braucht es Kampf-Flucht, sind wir in Gefahr? So when someone goes into fight flight, which is the first stage of stress, und wenn sich jemand in einer Kampf-Flucht-Situation begibt, und das ist ja auch das erste Stressstadium, remember that's the phase of vagal withdrawal. Das wäre ja quasi die Phase der Vagusbremse. And so you cannot socially engage with people when you're in that state. You cannot do it. Und was dann nicht mehr möglich ist, ist soziales Engagement in diesem Zustand. Das ist nicht mehr möglich. So, and that's kind of interesting because that's actually how it was designed. It was designed for this so we could survive in the jungle. Und es ist ja interessant, weil das war ja auch quasi die Idee des ursprünglichen Designs. Es war quasi designt dafür, dass wir im Dschungel überleben können. So, but when our myelinated vagus nerve, parasympathetic nervous system is working, aber wenn unser myelinisierter Vagusnerv, unser parasympathisches Nervensystem funktioniert, that actually inhibits the sympathetic nervous system. Das inhibiert dann das sympathische Nervensystem. Because both of them, they're mutually exclusive. You know, as one rises, the other one has to go down. Weil beide, die ja quasi irgendwo an der Oberfläche sein wollen, es muss immer ein Teil inhibiert sein, ja? Parasympathisches oder sympathisches Nervensystem. Es muss immer einer ist oben, der andere geht dann gleichzeitig wieder nach unten. It modulates the HPA axis. Moduliert die HPA-Achse. And so the HPA axis actually has a standard rhythm. Und diese HPA-Achse hat auch noch einen Standardrhythmus. And we need it to work in that rhythm because if our cortisol is low, that's actually a sign of burnout. So. Und wir brauchen diese HPA-Achse im Rhythmus, weil wenn die Cortisolspiegel zu niedrig werden, dann haben wir ein Problem. So it reduces inflammation. Reduziert Entzündungen. So with inflammation, you've got the pro-inflammatory cytokines. Und bei Entzündungen haben wir hier die pro-entzündlichen Zytokine. And when you go into the resolution of inflammation, you've got the anti-inflammatory cytokines and the specialized pro-resolving mediators. Und wenn wir in die Lösung einer Entzündung kommen, in die Auflösung, dann haben wir quasi die Anti-Entzündungszytokine, die das Ganze dann auflösen. And we will be looking at that topic of resolving chronic inflammation in a later talk. Und nächste Woche geht es beim kostenlosen Webinar bei Hugo am Donnerstag wieder um 8 um die Entzündungsbahnen und auch um die Auflösung und die Entstehung von Entzündung. Okay, so it's next week. Okay, good. Yeah. Yeah, I mean, the thing is with that, if it's reducing inflammation, it must be promoting monocytes and macrophages to produce the pro-resolving hormones derived from fatty acids. Und wenn es dann so ist, dass die Entzündung abnehmen soll, dann muss es natürlich Monozyten und Makrophagen quasi nach oben bringen, weil die sollen ja quasi dann die entzündungshemmenden Hormone produzieren, die ja hauptsächlich dann aus Fettsäuren bestehen. So it also promotes calm states with a slow heart rate, low blood pressure, and inhibits the sympathetic activation at the level of the heart, so keeps us in this nice heart rate rhythm. Und es unterstützt natürlich auch noch so einen ganz ruhigen, entspannten Zustand.
Und der geht natürlich auch einher mit Regenerierung. Das heißt, wir haben eine sehr niedrige Herzrate, wir haben einen niedrigeren Blutdruck und dabei wird auch diese sympathische Aktivierung inhibiert auf dem Level des Herzens. So first stage of stress. Erste Stressstufe. Oh, that's your fight flight. Da geht es um Kampf-Flucht. So this is the sympathetic nervous system in all its glory. Und da geht es natürlich um das sympathische Nervensystem und all dem, was es da quasi erreicht. But it's, you know, you have to understand, it's the sympathetic nervous system, it's there for a reason. Aber ihr müsst auch verstehen, das sympathische Nervensystem ist nicht ohne Grund hier. Okay, so it's not bad. Nicht schlecht. It just needs to work when it's supposed to. Es muss nur dann arbeiten, wenn es arbeiten soll. Okay, so you've got the vagal withdrawal. Wir haben den vagalen Rückzug oder die Vagusbremse. So in your brainstem, it's controlled by the hypothalamus and the PAG. Im Hirnstamm wird es orchestriert und kontrolliert durch den Hypothalamus und das PAG. And, you know, and the PAG has a lot of effects in the body, but so does adrenaline from the adrenal glands as well. Und das PAG hat natürlich weitreichende Effekte auf unseren gesamten Körper. Sowohl hat es auch das Adrenalin vom Nebennierenmark oder von der Nebennierenrinde. And it's also known as short-term stress. Auch bekannt als Kurzzeitstress. It's a survival mechanism. Es ist einfach ein Überlebensmechanismus. And it extinguishes after the stressor disappears. Und sollte sich auflösen, nachdem der Stressor verschwindet. Second stage of stress. Zweite Stressstufe. So this is called the long-term stress. Das wird auch Langzeitstress genannt. And this is basically it's the hormones of the hypothalamus, pituitary, adrenal axis or HPA axis. Und das sind natürlich auch die Hormone dieser HPA-Achse, Hypothalamus, Hypophyse und Nebenniere. So this is like, say, one year we're living in the jungle, there's a drought and there's not much food, and so we have to adapt to this stress. It's a stress there for a long time. Und es wäre wie wenn wir über eine sehr lange Zeit im Dschungel leben müssten und es gibt kein Wasser, es gibt quasi eine Trockenheit und es wachsen keine Früchte, es gibt keine Nahrungsmittel und in dieser Situation befinden wir uns über eine längere Zeit. But when the stressor goes, it should go back to normal. Aber wenn der Stressor wieder verschwindet, dann sollte es sich quasi auch wieder rückbilden und zur Normalität zurückkehren. Okay. It's also one of the functions of cortisol is to release glucose from the liver. Eine der Funktionen von Cortisol ist eben Glucose aus der Leber freizusetzen. That's why they call it glucocorticoid. Deswegen nennen sie es auch Glucocorticoid. Okay. And so, but because you need that extra energy to cope, to stay in that adaptive, resistant phase over the long period of time. Weil wir quasi wir brauchen diese extra Energie in der Form von Glucose, die da freigesetzt wird, um diese harte Zeit gut überstehen zu können. Then we've got the third stage of stress. Dann haben wir die dritte Stressstufe. And so this is the kind of a model that, you know, like I put together. All the different pieces came into my mind over a period of time. Und all diese verschiedenen Aspekte, die ihr jetzt findet oder hier seht, da hat Hugo eine längere Zeit gebraucht, um die alle zusammenzufinden.
And it all came to a head because a few years ago, I got my cortisol tested and my cortisol was really very low. Und vor ein paar Jahren hat sich Hugo seine Cortisolspiegel testen lassen und das Ergebnis kam zurück, dass seine Cortisolspiegel wirklich sehr, sehr niedrig waren. And so then I wrote the balance so I could get my ex-wife to balance me with it. Und dann hat er natürlich die Balance dafür geschrieben, sodass er seine Ex-Frau dafür gewinnen konnte, ihn damit zu balancieren. So this is actually a balance I wrote, and it's now called the Burnout course, and it's one I wrote for myself. Und man findet diese Balance jetzt eben im Burnout-Kurs. Das ist ein Eintageskurs und es wäre eine Balance quasi, die er wirklich für sich selbst geschrieben hat. Yeah, and Alexandra is the one that sort of started talking to me about the polyvagal theory. Und Alexandra, also eben ich war diejenige, die dann über die Polyvagaltheorie mit Hugo gesprochen hat. And at one point I started looking into it. Und da gab es einen bestimmten Zeitpunkt, da hat er sich dann die Polyvagaltheorie näher angesehen. And I was fascinated by this unmyelinated vagus nerve. Und er war fasziniert von dem unmyelinisierten Vagusnerv. While in a normal state, it'll actually help with your digestion. Und wenn der sozusagen in Ruhe ist, in einem normalen Zustand, dann ist er ja wichtig für die Verdauung. But also at some point, if it starts kicking in, especially with people in PTSD and trauma, they're looking at now the unmyelinated vagus nerve as an explanation, a way to try and do an intervention. Aber wenn quasi erstmal ein massiver Stress auf uns zukommt, und das ist ja häufig auch bei der PTBS-Diagnose, also posttraumatische Belastungsstörung, dann braucht es eine Intervention. And you know, there's this immobilization behavior, and this is this really defeated, like it's like I give up. Und da gibt es dann eben dieses Immobilisationsverhalten. Ja? Das ist quasi wirklich so, ich gebe auf. Das ist die völlige Aufgabe. And often when you talk to someone who's in the third stage of stress, they've given up on certain things. Und manchmal, wenn man mit jemandem spricht, der sich bereits in der 3. Stressstufe befindet, die sagen einem dann auch, ich habe schon viele Dinge jetzt auch aufgegeben. Feigning death. Tod vortäuschen. Vasovagal syncope, which is a fancy way of saying fainting. Vasovagale Synkope, und das wäre jetzt eine sehr hochgestochene Art, einfach zu sagen, in Ohnmacht zu fallen. And so behavior shuts down. Und das gesamte Verhalten wird heruntergefahren. Es gibt einen Shutdown. You get inhibition of the HPA axis. You have low cortisol. Die HPA-Achse wird inhibiert, daraus ergeben sich niedrige Cortisolspiegel. Because they know when people in PTSD, when they test it, it's low. Weil sie wissen auch, wenn sie Menschen mit einer PTBS testen, haben die meisten niedrige Cortisolspiegel. Just so you know, for those of you who interested in the pyrrole or pyrrolia or whatever you want to call it, that 4 of the 6 enzymes that make cortisol from cholesterol have heme as a cofactor. So anyone that has this pyrrole will be challenged in making cortisol anyway. Und für diejenigen von euch, die auch die Pyrrol-Kurse von Hugo besucht haben, hier noch eine extra Anmerkung, dass 4 der 6 Enzyme, die Cortisol aus Cholesterin herstellen, aus Cortisol herstellen, haben eben Hem als Kofaktor. You get reverse T3 produced in the liver. Wir haben dann noch das reversierte T3 oder das Umkehr T3, welches in der Leber produziert wird. And I'll go through this in a minute. Und das schauen wir uns gleich noch an. But a few years ago, I was teaching the hormone course here in Australia. Vor ein paar Jahren habe ich hier in Australien den Hormonkurs unterrichtet. And we're going through those of you who know my hormone course, you'll know there's a flow chart for the thyroid hormones, and it's got reverse T3 in it.
Und diejenigen von euch, die bei mir den Hormonkurs schon besucht haben, wisst ja, dass es im Hormonhologrammkurs eben auch ein Flussdiagramm gibt für die Schilddrüse. Und in diesem Flussdiagramm findet ihr auch ein Format oder eine Anmerkung für reversiertes T3. And when this person asked me the question, I can't even remember what the question was, but it made me think, why can we even make reverse T3? Why can we make it? It must have a role in our body. There must be a reason for it to be there. It's not just some random thing that was put in there to punish us or something like this. Und jemand in diesem Hormonkurs hat ihm dann die Frage gestellt und hat gesagt, ja, warum ist denn hier das reversierte T3? Oder er kann sich gar nicht mehr genau an die Frage erinnern. Jedenfalls hat er dann angefangen nachzudenken und hat sich gedacht, okay, es muss also einen Grund geben, warum wir überhaupt reversiertes oder Umkehr T3 herstellen können. Warum produzieren wir es überhaupt selbst? Das ist ja nicht, um uns einfach nur zu peinigen. Der Körper will uns ja nicht peinigen. Es muss einen Grund geben. Also warum stellen wir selbst das reversierte T3 her? And because actually reverse T3 depresses metabolic activity. Weil reversiertes T3 den Stoffwechsel unterdrückt. Which is exactly what the unmyelinated vagus nerve does too. Und es ist ja das Gleiche, was auch der unmyelinisierte Vagusnerv macht. So you start to see, oh, there's a common thread here. Ah, da seht ihr schon, da gibt es irgendwo eine Verbindung, ja, da gibt es quasi eine Gemeinsamkeit. We've got burnout, trauma, PTSD as well. Wir haben dann natürlich auch hier noch in der dritten Stressstufe Burnout, Trauma, PTSD. You could probably add anxiety disorders into that as well. Und wahrscheinlich könnt ihr hier einfach auch noch die Angststörungen mit aufführen. And certainly this PTSD, again, this is something that I got from Alexandra, is about the hyperarousal, memory flashbacks and memory blackouts, and that kinesiology intervenes by toning down the hyperarousal. Und natürlich hier auch bei der PTSD ist ja ein Hauptmerkmal auch diese Hyperarousals, diese Blackouts, Flashback, Hypotension, also einfach so quasi diese erhöhte Anspannung. Und was es da rausnimmt, ist quasi diese Übererregung, wird gedämpft, auch durch die Kinesiologie. So let's look at the thyroid hormone. I just want to explain a little bit. I mean, I guess a lot of you would know this, but you know, a little bit of a revision doesn't hurt. Okay, dann schauen wir uns hier mal noch die Schilddrüsenhormone an. Viele von euch haben natürlich schon darüber gehört oder haben das auch schon intus, aber so eine kleine Wiederholung schadet nicht. So the thyroid hormone modulates oxygen consumption. Die Schilddrüsenhormone modulieren den Sauerstoffintake. And oxygen is necessary for energy production. Und Sauerstoff ist wieder nötig für unsere Energieproduktion. So when we produce ATP in the mitochondria, und wenn wir eben ATP in den Mitochondrien produzieren, the last step to get ATP requires the presence of oxygen. Der letzte Schritt, bevor wir zu dem ATP gelangen, braucht Sauerstoff. So oxygen consumption in the tissue is directly related to energy production. Das heißt, der Sauerstoffkonsum direkt im Gewebe steht in direktem Zusammenhang auch mit unserer Energieproduktion. Okay. We've got our metabolic rate, which is, well, it's a measurement of it, but you know, we need to have our metabolic rate at a standard level. It shouldn't be too high or it shouldn't be too low.
Dann haben wir unsere ganz basale Stoffwechselrate. Die sollte natürlich ausgeglichen sein, weder zu hoch noch zu niedrig. Lipid metabolism, Dann geht es auch um den Fettstoffwechsel, carbohydrate, protein metabolism. Kohlenhydrat- und Proteinstoffwechsel. We get the synthesis and degradation of hormones and etc. Synthese- und Abbauraten von Hormonen, Wachstumsfaktoren und so weiter. So it affects us, affects our behavior, our growth. Es hat Effekte auf unser Verhalten, auf unser Wachstum. Changes in cardiac output, Die Herzrate verändert sich. gastrointestinal functions, Unsere Gastrointestinalfunktionen, also Darm, Magen-Darm-Funktion. tissue oxygen consumption, Das Sauerstoffkonsum im Gewebe. and problems or mistakes and stress in the immune system. Und Probleme und Stress im Immunsystem. So let's get into the thyroid hormones. Gut, dann schauen wir uns mal die Schilddrüsenhormone näher an. So the thyroid gland, it's two main components for the thyroid hormone. Und die Schilddrüse, da gibt es zwei Komponenten für die Schilddrüsenhormone. Tyrosine and iodine. Tyrosin und Jod. Tyrosine is an amino acid Tyrosin ist eine Aminosäure and iodine is a mineral. und Jod ist ein Mineral. The two products are, I don't know why it says three products, but anyway, the two products are, it's like, Die zwei Produkte sind, ich weiß nicht, warum hier 3 steht, also es sind 2 Produkte, is what's called T3 or T4. die werden genannt auch T3 oder T4. T4 is also known as thyroxine. You may have heard of that. T4 wird auch Thyroxin genannt, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. And what you can see is that they are made up, they both have 2 tyrosine molecules. Und beide haben 2 Tyrosinmoleküle. And T3 has 3 iodine and T4 is 4 iodine. Und T3 weist 3 Jodmoleküle auf und T4 4 Jodmoleküle. Now T3 is the hormone and there is a T3 receptor. T3 ist das Hormon und es gibt auch einen T3-Rezeptor. T4 is not a hormone. T4 ist kein Hormon. It actually has to be converted to T3 in the liver. Weil es muss in der Leber zu T3 umgewandelt werden. So T3 is a potent stimulator of metabolism. T3 ist der potente Stimulator von unserem Stoffwechsel. The T3 receptor is actually the steroid receptor class of receptor. Der T3-Rezeptor gehört zu den Steroidrezeptorklassen. And it is, and this is a nuclear receptor. Und das ist ein Nukleusrezeptor. Which means when T3 binds to it, Das heißt, wenn ein T3 dran bindet, it goes in the nucleus, heißt es geht in den Nukleus, binds to DNA and causes gene expression that promote metabolism. bindet an die DNA dort im Nukleus und startet und verändert auch die DNA und dann auch den Genausdruck. And so this is why
we have to regulate our levels of T3. Deswegen müssen wir auch unsere T3-Level regulieren. And so our levels of T3 are actually regulated by the liver. Und die Menge von T3 wird dann über die Leber reguliert. And I'll show you in a minute how that happens. Und wie das genau funktioniert, zeigt er euch gleich. But first I'll just show you quickly how the thyroid hormones are formed. Zuerst zeigt er euch schnell, wie die Schilddrüsenhormone hergestellt werden. So this is in the thyroid follicle. Das passiert jetzt im Schilddrüsenfollikel. So what happens is you produce a protein called thyroglobulin. Was hier passiert, ihr produziert quasi hier ein Protein namens Thyroglobulin. And it has heaps of tyrosine in it. Und es hat jede Menge Tyrosin dran. You can see this is a tyrosine here with their little benzene ring. Und ihr seht hier die ganzen Tyrosine hier mit seinem Benzolring. Also iodine is brought in here. Auch Jod wird hier eingeführt. Then we've got this iodination process. Dann passiert hier eben die, wie soll man sagen im Deutschen, die Jodisierung oder wo dann das Jod quasi drangehängt wird. And this enzyme, by the way, has heme as a cofactor. So it's interesting, anyone with a Pyrrole condition, they might have a problem producing their thyroid hormones. Und dieses Enzym hier hat Hem als Kofaktor quasi. Also jeder mit so einer Pyrrol-Kondition, mit einem Pyrrol-Problem wird hier auch Probleme haben. Okay, and so you can see you get this with the iodine added. So they either get 2 or 1 iodine added. Und hier seht ihr, dass hier das Jod angeheftet wird oder hinzugefügt wird. Und entweder 1 oder 2 Jodmoleküle werden hier angefügt. Then you get conjugation. Dann habt ihr die Konjugation. And you can see like some, so then you've got the 2 tyrosine molecules. Und dann seht ihr, habt ihr hier die 2 Tyrosinmoleküle. And so some of them will have 4 iodine and some will have 3. Und manche haben dann 4 Jodmoleküle und andere nur 3. Then it goes back into the cell. Dann wandert das zurück in die Zelle. The protein's broken down and then the T4 and T3 are left as free molecules. Das Protein wird hier abgebaut und dann geht es weiter und es entsteht das T3 und das T4 als freie Moleküle. And so once this happens, they're then transported in the blood by transport molecules because they're fat soluble actually. Und wenn das mal passiert, dann werden sie im Blut transportiert, weil sie fettlösliche Moleküle sind. So the T3 is now ready to stimulate metabolism. Das T3 ist nun bereit, den Stoffwechsel zu aktivieren oder zu stimulieren. But the T4 needs to go to the liver for conversion. Aber das T4 muss zuerst zur Leber, um umgewandelt zu werden. So what is interesting in the liver, there's actually 2 enzymes. Und was jetzt interessant ist, ist in der Leber, da gibt es jetzt aktuell 2 Enzyme. One converts T4 into T3. Eines wandelt das T4 in das T3 um. And the other one converts T4 into reverse T3. Und das andere Enzym wandelt T4 in das reversierte oder RT3 um. And so when that person asked me that question, Also als diese Teilnehmerin ihm die Frage stellte im Hormonkurs, and it was all like bubbling around in my head for a while.
Und das ist da schon so ein bisschen in seiner Suppe so herumgeschwommen, war schon so in seinem Gedankenprozess. And then when I figured I had low cortisol, Und als er dann daran dachte, ja, er hat ja niedrige Cortisolspiegel, I then went to I then started looking up the production of reverse T3 because, you know, like with everything else, it must contribute to that state of burnout. und dann hat er sich einfach nochmal die Mechanismen und Regulatormechanismen angeschaut, wie wird denn RT3 eigentlich produziert? Weil es muss ja quasi irgendwie was damit zu tun haben. So this is what I found out. Und das hat er eben rausgefunden. These are the two enzymes. Da gibt es eben diese zwei Enzyme, das sind die hier. And you can see the first one, I've put the EC number in there for both. Er hat für beide die EC-Nummer eingefügt. So you've got 121.99.4 and 121.99.3. Also ihr habt 1,21,99,4 und 1,21,99,3. And see the top one is thyroxine 5-deiodinase. Und das obere ist eben Thyroxin 5-Dioxidase. And the bottom one is thyroxine 5-deiodinase. Und das untere ist Thyroxin 5, ohne diesem Strichchen oben, Dionoctoniase. Yeah. So basically it takes off an iodine. Deiodinase means iodine. Take out an iodine. Take it away. Das heißt nichts anderes als Deiodinase, heißt nichts anderes als ich nehme jetzt ein Jodmolekül weg. Also Deiodinase, eins weg. Das untere. So their functions, the top one, it converts T4 to T3. Das obere Enzym konvertiert T4 in T3. But also converts T3 to T2. Aber es konvertiert auch T3 in T2. Which is part of the breakdown pathways. Und das ist ein Teil jetzt von der Abbaubahn. Which is our detoxification system. Und da geht es quasi um das Entgiftungssystem. What's interesting, both of them are selenoproteins. Und es ist interessant, weil beide der Enzyme sind Selenproteine oder Selenoproteine. And they contain the amino acid selenocysteine. Und die beinhalten diese sehr seltene Aminosäure Selenocystin. Where the selenium replaces the sulfur in the cysteine. Während quasi das Selen den Schwefel ersetzt, den Cystein. So selenium is important for your metabolism in the liver. Und Selen ist ganz wichtig für den Stoffwechselprozess in der Leber. And then you can see down below the second enzyme. Dann seht ihr das zweite Enzym weiter unten. This converts T4 to reverse T3. Und das konvertiert T4 in das ist reversierte, in das RT3. And T3 to T2. Und auch T3 wieder in T2. So having a look at that. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, diese zwei. You can see here on the left you've got T3. Links habt ihr das T3. And over here you've got reverse T3. Und hier rechts das reversierte T3. And so you can see here the iodine was taken off on the second tyrosine. Und hier seht ihr, dass das Jod am zweiten Tyrosin hier weggenommen wurde. And this is the fifth carbon in the ring. Und das wäre das fünfte Kohlenstoffatom im Ring.
So when it says 5' it means it's the fifth carbon in the second ring. Und wenn es eben sagt 5 Strich oben, dann ist es das 5. Kohlenstoffatom innerhalb des Rings. And over here, you've got the reverse T3, the iodine's taken off the second, the first tyrosine. Und hier herüben bei dem RT3 seht ihr, dass quasi das Jod am ersten Tyrosin weggenommen wurde. So while chemically they have the same formula, the shape is slightly different. Chemisch haben die beiden also die gleiche Formel, nur die Struktur ist eine andere, die Form ist eine andere. And this is the those of you who've trained with me might remember rule number 1 of biochemistry: structure governs function. Und diejenigen, die bei Hugo Kurse schon besucht haben und mit ihm arbeiten, wissen vielleicht so die erste biochemische Regel. Die Struktur steuert die Funktion. Structure governs function. Yeah. So both T3 and reverse T3 are hormones. Beide T3s, also reversiertes T3 und T3 sind Hormone. And one thing I realized about this was that when I was looking at is that reverse T3 actually is a hormone in its own right. It's a different hormone. It's separate. It is not T3. It is reverse T3. Und was er da realisierte, war einfach, dass das reversierte T3 trotzdem sein eigenes Hormon ist. Es ist nicht T3, es ist ein eigenes Hormon, RT3. They both bind to the T3 receptor. Aber beide binden zum T3-Rezeptor. So therefore they're both hormones because they bind to a receptor. That's a basic characteristic of a hormone. If it doesn't have a receptor, it is not a hormone. Und beide binden eben zum gleichen Rezeptor, dem T3-Rezeptor. Und es ist eins der biochemischen Regeln, dass ein Hormon darüber auch definiert wird, dass es einen Rezeptor hat. Und RT3 bindet an den T3-Rezeptor. Also ist es ein Hormon. So if you look on the left, you've got T3 is an agonist at the T3 receptor. Und wenn ihr links schaut, seht ihr T3 und das wirkt als Agonist am T3-Rezeptor. And reverse T3 is an antagonist. Und das reversierte T3 wirkt als Antagonist. What's the difference? Was ist jetzt der Unterschied? It's only a slight difference. Nur ein kleiner Unterschied. T3 binds to the receptor and activates it. T3 bindet an den Rezeptor und aktiviert diesen. So therefore, when T3 binds to its receptor, you get gene expression from all the metabolic proteins that promote metabolism. Und wenn T3 jetzt an seinen Rezeptor bindet, dann startet die Genexpression, sprich das Gen innerhalb der Zelle wird ausgedrückt, der Stoffwechsel beginnt. Whereas reverse T3 is an antagonist, wohingegen das reversierte T3 als Antagonist what it does is it binds to the receptor but does not activate it. Und was das T3, das reversierte T3 jetzt macht, es bindet an denselben Rezeptor, aber es bindet nur an diesen Rezeptor und aktiviert diesen nicht. And it does this by so that means it's a blocker. It actually blocks the receptor. So it blocks metabolism from being stimulated. Das heißt, es blockiert oder arbeitet oder wirkt hier als Blockade.
Der Rezeptor wird nicht stimuliert und weitere Stoffwechselvorgänge werden unterbunden. Also es ist einfach eine Blockade an der Stelle. So that means it's going to depress metabolism. Das heißt, des Weiteren, es unterdrückt den Stoffwechsel. Just like the unmyelinated vagus nerve. Genauso wie der unmyelinisierte Vagusnerv. So this enzyme that produces reverse T3 Und dieses spezielle Enzym, welches das reversierte T3 produziert, is highly expressed actually in fetal life, in the pregnant uterus, placenta, fetal and neonatal tissues. wird sehr häufig eben ausgedrückt, speziell in der Schwangerschaft, ja, also in der Gebärmutter, in der Plazenta, aber auch am Fötus selbst und auf neonatalem Gewebe. It prevents basically it just makes sure that while you're in development that you don't have too much T3. So it's really important in development. Und prinzipiell kann man sagen, wenn wir uns eben in der Entwicklung befinden, wird sichergestellt, dass wir nicht zu hohen T3-Leveln ausgesetzt werden, dass die Entwicklung geplant voranschreiten kann. So if you look up, say, like gene cards or anywhere when you want to look up about this protein, this enzyme. Und lasst uns mal überlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel Gencards oder wo auch immer ihr diese Enzymnummer nachschlagen wollt, wenn wir da nachschlagen würden. This is what the function of this enzyme is. Dann finden wir genau die Beschreibung eben der Funktionen dieses Enzyms. But also in an adult life, aber auch beim Erwachsenen, you start producing more of it to if you've been under long-term stress for a long time. Auch der Erwachsene produziert quasi produziert mehr RT3, wenn er sehr lange sich in einem Langzeitstress befindet. Okay. And so theoretically, this could contribute to burnout by inhibiting the metabolism functions of T3, which is what I was explaining before. Das heißt, es kann dazu beitragen, dass einfach Burnout oder andere Symptome, die er vorher schon beschrieben hat, ausgedrückt werden, dass sich diese unter Anführungszeichen Stresssymptome ausbilden. And high levels of reverse T3 is called reverse T3 dominance. Und sehr hohe Level von RT3 werden auch RT3-Dominanz genannt. Okay, so this is a picture I drew. Das ist ein Bild, was Hugo gezeichnet hat. Or I constructed. Er hat es konstruiert, dieses Bild. Ja. So in the thyroid gland, we produce T3 and T4. In der Schilddrüse produzieren wir T3 und T4. So the T3 produced in the thyroid will directly go to target tissue. Das T3, das in der Schilddrüse produziert, wandert direkt zum Zielgewebe. The T4 goes to the liver. Das T4 geht zur Leber. And here in the liver, you get the first competition. Und hier in der Leber habt ihr quasi den ersten Wettkampf. That basically there's a competition between the two enzymes to use T4, which is the substrate, to produce T3 or reverse T3. Und da gibt es eben diesen Wettstreit dieser genau vorher genannten zwei Enzyme. Der Wettstreit, wird es jetzt ein T3 oder ein RT3? And when you've got long-term stress for a long time, this one starts becoming dominant. Und eben wenn ihr euch unter Langzeitstress befindet, dann kann eine RT3-Dominanz entstehen. Dieses RT3 wirkt dann oder wird hauptsächlich produziert. But if you're in a normal situation, you'll actually have a little bit of it, and it's a way of regulating thyroid hormones actually by the balance between T3 and reverse T3 production in the liver. Aber wenn wir uns eben ganz normal im Leben befinden und nicht unter Langzeitstress stehen, wenn wir in ganz normale Situation uns befinden,
dann werden wir etwas weniger oder wenig RT3 produzieren und hauptsächlich T3. Und es ist ein ganz normaler Regulationsmechanismus, um die Schilddrüsenhormone zu regulieren, beziehungsweise den Stoffwechsel zu regulieren. And so here you've got where the target tissue is, where you've got the again, you get a competition between the reverse T3 and the T3 to occupy the receptors. Und auch hier im Zielgewebe kommt es wieder zu einem Wettkampf, ob quasi das RT3 den Rezeptor blockiert oder ob das T3 am Rezeptor wirken kann. So you know, the competition between T3 and reverse T3 takes place in the liver and in the target tissue. Das heißt, der Wettkampf zwischen T3 und RT3 findet an zwei unterschiedlichen Schauplätzen statt, einmal in der Leber und einmal im Zielgewebe. So some of the functions I mentioned before, of T3. Einige der Funktionen, die er auch vorher schon erwähnt hat, von T3. But you can see there's two basic categories you can divide the functions of T3 into. Und ihr seht hier schon, dass es hier so zwei so Grundkategorien gibt, in die ihr quasi die Funktion von T3 unterteilen könnt. So you've got cellular differentiation and development. Ihr habt quasi die zelluläre Entwicklung und Ausbildung, also zelluläre Ausbildung und Entwicklung. And then effects on metabolic pathways as well. Und natürlich auch Effekte auf die Bahnen des Stoffwechsels oder Stoffwechselbahnen. I mentioned these before as thyroid hormones, but these are the functions of T3. Und das hat er vorher schon erwähnt, aber das wären jetzt einfach nochmal schnell die Funktionen von dem T3, das hatten wir vorher schon eben. So when you've got, when your T3 is low, wenn das T3 jetzt niedrig ist, so this is hypothyroid. Das wäre dann eine Hypo- oder Schilddrüsenunterfunktion, Hypothyroid. And you could have many reasons for this, you know. Und da gibt es natürlich viele Gründe dafür, so eine Unterfunktion auszubilden. Yeah. So that means you start slowing down metabolism. Das heißt, der Stoffwechsel wird verlangsamt. You get reduced cardiac output. Wir haben weniger Herzraten-Output. Die Herzrate wird niedriger. And so if you've got high levels of reverse T3, this will contribute to T3 deficiency symptoms. Und wenn wir sehr hohe RT3-Level haben, dann kann das natürlich zu dem T3-Defizit beitragen. So you get the metabolism is reduced, just like you have with the unmyelinated vagus nerve. Das heißt, der Stoffwechsel ist reduziert, gerade so wie mit dem unmyelinisierten Vagusnerv. Your heart rate is lowered because of reverse T3. Die Herzrate sinkt auch aufgrund des RT3s. And that also happens with the unmyelinated vagus nerves. I'll show you in a minute. It's like because you get reduced oxygenation of the blood with the unmyelinated vagus nerve. Und dasselbe passiert dann auch im unmyelinisierten Vagusnerv. Das heißt, da haben wir auch eine Unterversorgung an Sauerstoff im Blut und das zeigt er gleich noch. So you get lower body temperature. Die Körpertemperatur fällt ab. And lower sweating because that's inhibition of the sympathetic nervous system, sweating sympathetic nervous system. Da auch das Schwitzen wird reduziert, weil das Schwitzen wäre ja eine Reaktion des sympathischen Nervensystems. So the unmyelinated vagus nerve, it also depresses metabolic activity. Und der unmyelinisierte Vagusnerv, auch der unterdrückt den Stoffwechsel, die Stoffwechselaktivität. We had the immobilization behaviors. Wir haben hier auch natürlich die ganzen Immobilisationsverhaltensweisen. You've got the reduced cardiac output.
Wir haben eine reduzierte Herzrate. And so if your cardiac output goes down, you actually your oxygenation of the blood gets lower. Und auch wenn die Herzrate sinkt, dann wird natürlich auch die Sauerstoffversorgung im Blut weniger. So, and this is kind of interesting, is that the myelinated vagus nerve actively inhibits the sympathetic nervous system, so that slows down your heart rate. Und das ist jetzt interessant, dass der myelinisierte Vagusnerv quasi ganz leicht die Aktivität inhibiert des sympathischen Nervensystems. Das heißt, auch die Herzrate geht runter. And so the myelinated vagus nerve, it's called the vagal brake. And if it works well, it'll slow down the heart rate really quickly. Und der myelinisierte Vagusnerv, das wird auch die Vagusbremse genannt. Da geht quasi die Herzrate sehr, sehr schnell nach unten. But then when you need to speed it up, the sympathetic nervous system will kick it in. So you get this good heart rate variability happening. Und wenn wir es aber dann brauchen, dann kann die sofort wieder erhöht werden. Und dann sprechen wir von einer sehr guten Herzratenvariabilität. But when the unmyelinated vagus nerve is in there, aber wenn der unmyelinisierte Vagusnerv da auftaucht, you've got reduced cardiac output, but you've got low variability as well. That's a sign. Dann habt ihr eine verminderte Herzrate, aber gleichzeitig auch nicht diese Variabilität. And so, because, having heart rate variability is actually very healthy. Weil eine gute Herzratenvariabilität zu haben, ist aktuell sehr gesund. And if we have problems with our parasympathetic innervation of the heart, which is the no stress state, und wenn wir Probleme haben mit unserem parasympathischen Nervensystem, auch mit unserem Herz, we start recruiting the other systems to modulate cardiac output. Dann starten wir quasi mit den anderen Systemen, quasi um die Herzrate irgendwie aufrechtzuerhalten. So basically, it might be adaptive in a short term, but over a long period of time, if we're not living in the stress-free state, it could create damage. Das heißt aber, wenn der Stress nicht nur kurze Zeit aufrecht erhalten bleibt, sondern wenn wir uns sehr, sehr lange Zeit in einem Stressstadium befinden, dann könnte es quasi auch zu Schädigungen kommen. Schädigung des Nervensystems, ja. Yeah, and so this is this kind of interesting thing that I found out about the unmyelinated vagus nerve, because it's actually it could be called the reptilian vagus nerve, actually. Und das ist jetzt eben sehr spannend, was er da alles rausgefunden hat zu diesem unmyelinisierten Vagusnerv, und man könnte es vielleicht auch wirklich so dieser Reptiliennerv nennen, ja. And so this is when you slow everything down. Das heißt, es ist, wenn wir alles runterfahren. And for reptiles, that's adaptive. Und für Reptilien ist das natürlich Adaption. But for mammals, it is not. We've got higher oxygen needs than reptiles. Aber eben für uns Säugetiere ist es nicht so. Also wir brauchen einfach ja auch mehr Sauerstoff als Reptilien. So this is the thing, and it always reminds me of being in the Galapagos Islands. Und es ist einfach so, und es erinnert mich immer daran, wie ich so auf den Galapagos-Inseln war. Where they've got the marine iguanas that can completely shut down their whole, metabolism and oxygenation to go dive down into the ocean to eat seaweed, Und da haben wir eben diese Marine-Iguanas, die dort einfach die ganze Sauerstoffzufuhr herunterfahren können, in das Meer eintauchen können und ganz nach unten tauchen und da quasi einfach Seegras oder was auch immer da unten zu finden ist, fressen, um dann wieder aufzutauchen. And so this is this bradycardia. Und das ist eben diese Bradykardie.
So understanding that it does actually have, under normal conditions in the no stress state, it does function, especially with our maintaining the tone in the gut and promoting our digestive processes. Aber wenn wir eben nicht unter Stress stehen, unter ganz normalen Konditionen, dann brauchen wir den unmyelinisierten Vagusnerv auch, um den Tonus unseres ganzen Verdauungssystems aufrechtzuerhalten. But if it's upregulated, like it's too active, like if we're in burnout and stuff like this, Aber wenn es nach oben reguliert wird, dieser unmyelinisierte Vagusnerv, das heißt, wenn wir uns in einer Art Burnout befinden, this is when we get pathophysiological conditions in the gut. und das ist dann eben, wenn es dann zu Störungen kommt, also pathophysiologische Zustände sich ergeben in unserem Verdauungssystem. Which can be like, ulcers, due to excessive gastric acid secretion. Könnte zum Beispiel in Form von Geschwüren auftreten, über zu viel Magensäureproduktion. And colitis. Oder im Colitis. Which is basically inflammation of your colon. Und das ist nichts anderes als Entzündung in unserem Eingeweiden, im Darm. So you can see that it's all about balance, and. Das heißt, ihr seht hier schon, da geht es um Balance. Neurochemistry, I just had to figure this out. It took me ages before I found it. Und natürlich müssen wir uns jetzt auch noch die Neurochemie anschauen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. What I figured is the myelinated and unmyelinated is related to the postganglionic neurons of the vagus nerve. Und was da so draufgekommen ist, dass der myelinisierte Vagusnerv und auch der unmyelinisierte gerade so diesen postganglionären Vagusnerv betreffen. And I wanted to understand if the neurochemistry was any different. Und da wollte er natürlich auch verstehen, ob die Neurochemie sich da auch unterscheidet. So they both have preganglionic neurons which come from the brainstem or spinal cord, or acetylcholine. Und sie haben beide präganglionäre Neurone, die natürlich vom Rückenmark oder vom Hirnstamm herrühren, und die nutzen natürlich Acetylcholin. In the ganglion there's a nicotinic cholinergic receptor. Im Ganglion finden wir natürlich den nikotinergen Rezeptor. But in the myelinated vagus nerve, the postganglionic neurons are acetylcholine. Und im myelinisierten Vagusnerv haben wir als postganglionäre Neurone das Acetylcholin. And in unmyelinated, it's vasoactive intestinal polypeptide and nitrous oxide. So there is a very different neurochemistry. Und im unmyelinisierten Vagusnerv haben wir im postganglionären Neuron das VIP, das vasointestinale Polypeptid oder Stickstoffmonoxid. Und das sind ganz andere Komponenten hier. Cortisol. Cortisol. So this is what our daily rhythm of cortisol should be. Das wären jetzt unsere normalen Cortisol-Level über einen Tag verteilt, unser Tagesrhythmus Cortisolspiegel. And you can see it's rhythmic, and this is why when getting your cortisol tested, getting a 24-hour test is interesting. Und ihr seht schon, dass das Ganze einem Rhythmus unterliegt, und somit ist es sehr interessant, wirklich einen 24-Stunden-Test zu bekommen, wenn ihr eure Cortisol-Level testen lasst. And when I had mine done, I had 3 of the 4 were under. Und als Hugo seine Cortisolspiegel überprüfen ließ, waren 3 von 4 Werten quasi unter dem Durchschnitt. So, how we approached it with kinesiology. Okay, aber
wie erreichen wir jetzt diese ganze Theorie mit Kinesiologie? So the first thing was, balanced cortisol production in the adrenal cortex. Die erste Möglichkeit ist natürlich, die Cortisolproduktion in den Nebennieren oder Nebennierenrinde zu balancieren. And looking at reverse T3 and the T3 receptor. Wir schauen uns dann natürlich das reversierte T3 an, aber auch die reversierten T3-Rezeptoren. And of course the unmyelinated vagus nerve. Und natürlich den unmyelinisierten Vagusnerv. Then we also look at all the other vagal ganglions as well for heart, lungs and other places where the vagus nerve works. Und dann schauen wir uns natürlich auch all die anderen vagalen Ganglien an, all die Orte, wo quasi der Vagusnerv auch hinarbeitet, Herz, Lunge und so weiter. And so again, we would do reverse T3 and the T3 receptor. Auch hier würden wir uns wieder um das RT3 und die RT3-Rezeptoren bemühen. And of course the unmyelinated vagus nerve as well. Und auch wieder den unmyelinisierten Vagusnerv hier. And then just by similarity, Und dann nur, I wanted to look at the sacral parasympathetic nervous system as well. und weil er da eine Ähnlichkeit gefunden hat, wollte er gern natürlich auch das sakrale parasympathische Nervensystem auch mit inkludieren in die Balance. Because like the vagus nerve only does half the large intestine, the other half's done by the parasympathetic, sacral parasympathetic nervous system. Weil der Vagusnerv ja nur die Hälfte quasi des Verdauungssystems versorgt und die andere Hälfte wird versorgt durch das sakrale parasympathische Nervensystem. And it also does your bladder, urinary system. Und es versorgt eben auch die Blase, das Harnsystem. And your reproductive organs and glands. Und die ganzen Reproduktionsorgane und Drüsen. Your uterus, ovaries and testicles. Uterus, Eierstöcke, Hoden. So we added that in, and it certainly does show from time to time. Und auch das fügt er in die Balance ein und auch das zeigt immer wieder an. Also, when working with the cortisol, the daily rhythm is important. Wenn wir mit dem Cortisol arbeiten, ist natürlich auch der Tagesrhythmus wichtig. And this is the alarm points of the meridian wheel, so we use those as well. Und dafür benutzen wir die Alarmpunkte aus dem Meridianrad. Emotions. Emotionen. Well, so resolution of emotions. Und da geht es jetzt um die Auflösung von Emotionen. So this requires cortical function. Und das benötigt kortikale Funktionen. Requires spiritual development. Auch spirituelle Entwicklung. And I think with that, I don't know what other people think, but one thing I think is very important is the ability to reflect on yourself, on how emotional you've been. Und natürlich braucht es auch noch eine gewisse Reflexionsfähigkeit. Also ich weiß ja nicht, was ihr so drüber denkt, aber es braucht eine gewisse Reflexionsfähigkeit, über eigene Prozesse und Emotionen zu reflektieren und nachzudenken. So it requires a no-stress state of the myelinated vagus nerve. Und dafür brauchen wir natürlich sozusagen kein Stressstadium des myelinisierten Vagusnerv. Der muss in Homöostase sein, in Balance. It's impossible to discuss things with people if they're in stress state. Und es ist unmöglich, Dinge mit Leuten zu diskutieren, wenn die gerade sich in einem Stressstadium befinden. Forget it. You think? Yeah, I go into full Latino, so, but anyway. Ja. Are you going to translate or what? Sorry. Ja, also manchmal bin ich halt so in meinem Latino-Zustand. Ja, da ist es dann schwierig, mit mir zu diskutieren.
Emotional expression. Emotionaler Ausdruck. So remember, these are the different, earlier I went through the different possible outcomes of an emotional experience. One is that we can express it. Und wenn ihr euch erinnert, am Anfang meines Vortrags habe ich ja schon gesprochen über Möglichkeiten, Emotionen auszudrücken. Und eins davon ist eben auch so dieser emotionale Ausdruck, fähig sein, Emotionen auszudrücken. So this is the sympathetic nervous system. Und da geht es jetzt wirklich um das sympathische Nervensystem. The vagus nerve has withdrawn, it goes away. Der Vagusnerv hat sich schon zurückgezogen, der verschwindet. The hypothalamus and PAG of the brainstem orchestrate the emotional response in the body. Der Hypothalamus und das PAG im Hirnstamm orchestrieren Reaktionen, Körperreaktionen, den physiologischen Output dieser emotionalen Reaktionen im Körper. So that's expression. Das wäre jetzt Ausdruck. Suppression. Dann haben wir noch die Unterdrückung von Emotionen. So this is storing emotion in the body. Dabei geht es, Emotionen im Körper irgendwo aufzubewahren. So suppression is when you try to inhibit expression. Unterdrückung wäre der Versuch, den Ausdruck zu unterdrücken, also etwas nicht auszudrücken. So it stores, so what happens when you express emotion? Was passiert denn, wenn wir Emotionen ausdrücken? Is that like your heart rate changes, Die Herzrate verändert sich, your breathing changes, die Atmung verändert sich, your face might go bright red, das Gesicht wird vielleicht knallrot, all your muscles tense up. all die Muskeln spannen sich an im Körper. So when you express emotion, you've got innervation of the skeletal muscle and smooth muscle. Das heißt, dafür brauchen wir natürlich eine Innervierung der Muskeln, aber auch der glatten Muskulatur im Körper. So when you suppress emotion, Wenn wir jetzt Emotionen unterdrücken, you're stopping that expression, so that creates stress in your muscles, whether it be your skeletal voluntary muscle or your smooth involuntary muscle. und wenn wir diesen Prozess eben unterdrücken, dann bekommen wir Stress natürlich in unserem Körper, sei es in der gestreiften Muskulatur oder aber auch in der glatten Muskulatur. Dort speichern wir dann die Emotion. And so then all of a sudden you've got the stress in your body. Und plötzlich haben wir dann den Stress in unserem Körper. And so when you do body work, Und wenn wir dann Körperarbeit it leisten, releases stress from your body. dann wird dieser Stress wieder freigesetzt. Releases stress from. Setzt Stress frei von eurem Körper. And that can be in all, your smooth muscle, organs and glands. Kann natürlich Stress sein von unseren glatten Muskeln, Organe, Drüsen. And also in your body muscles, Natürlich auch die Körpermuskeln, ja, die gestreifte Muskulatur. And even your eye muscles, when you do those eye movement techniques that bring out the stress. So. Und selbst natürlich auch an die Augenmuskeln ist gedacht, ja, wenn wir verschiedene Mechanismen haben, auch über die Augenmuskeln wieder Stress zu lösen. Okay. Then we've got emotional conflict. Dann haben wir noch einen emotionalen Konflikt. So this is kind of interesting. It came from my colleague in Madrid, Monica Blasquez. Und diese Theorie kommt jetzt eben von Monica Blasquez, einer Freundin aus Madrid. And I went to her place and stayed with her in Madrid right at the time I was writing the Structure 2 manual. Und er hat sich gerade zu dem Zeitpunkt, als er den Körperstrukturkurs
Kurs oder das Körperstrukturhologramm-Manual geschrieben hat, hat er sich gerade bei ihr aufgehalten in Madrid. And she was working on fascia and I was working on fascia. It's kind of trippy. Und sie hat sich gerade mit den Faszien beschäftigt und Hugo hat sich gerade mit den Faszien beschäftigt. And she was saying that the stress in the fascia is conflict between the conscious and subconscious. Und sie hat eben gesagt, Stress in den Faszien ist quasi einfach ein Konflikt zwischen bewusstem und unbewusstem Prozessen. And this is associated with the musculoskeletal system. Und das wird natürlich auch assoziiert mit dem Skelettmuskelsystem. And this is to do with and other connective tissue, tendons and ligaments as well. Hat natürlich auch noch mit anderen Bindegewebsarten zu tun, ja, mit Sehnen und Bändern zum Beispiel. Then we've got the deep unconscious emotional storage. Dann haben wir noch so die tiefe, unbewusste, emotionale Ablagerungsmöglichkeiten, ja, oder Speicher, den tiefen, unbewussten emotionalen Speicher. It's stored in the bones and teeth. Das wird dann gespeichert in den Knochen, aber auch in den Zähnen. And so it's completely independent of the nervous system. Ist total unabhängig des Nervensystems. And that's why it's unconscious, because our nervous system can't actually, interact, except, I mean, a little bit, but, Deswegen sprechen wir auch von total unbewusst. Unbewusst auch deswegen, weil unser Nervensystem da einfach keinen Zugriff drauf hat. So it's our most spiritual and life-challenging issues. Und das sind unsere spirituellsten und aber auch größten Herausforderungen, eigentlich die Lebensherausforderungen in unserem Leben. Ja. Life challenges. Yeah. And then we've got the emotional history. This is kind of an interesting one that just came to me when I was looking at hair mineral analysis, actually. Und dann haben wir noch die emotionale Geschichte und das ist sehr interessant. Darauf bin ich gekommen, als ich so die Haarmineralstoffanalysen mir angeschaut habe. And because the hair has the history of your mineral issues. Und das Haar scheint ja quasi die Minerale irgendwie oder die Geschichte der Minerale auch abzuspeichern. Then I realized is that the hair would also have your emotional history as well, but it would be conscious. Und dann hat sich Hugo gedacht, naja, dann muss das Haar auch die emotionale Geschichte speichern. Nur wäre das die bewusste Geschichte. Like, I want to get my hair done. Who has an emotional experience with their hair? Also wenn man die Haare irgendwie schön gerichtet haben möchte, wer hat jetzt irgendwie so ein emotionales Ereignis auch schon erlebt mit seinen Haaren? Okay. Ich hätte gerne schöne Haare. And then I put this triangle together, put a few formats in there for you, so you can have fun with that. Und dann hat er dieses Dreieck quasi erstellt und er hat es auch gefüttert oder unterfüttert mit Formaten und ihr werdet damit sicher Spaß haben. And you can see here we've got resolution, suppression and expression. Und ihr seht hier so in den pinken Boxen haben wir zum einen die Resolution, also die Auflösung, die Suppression, die Unterdrückung und die Expression, den Ausdruck. And you can see Russian hackers again. Just kidding. The frontal lobe here, and the temporal lobe you need for resolution. Den Temporallappen und den Frontallappen brauchen wir für die Auflösung. Expression here, this is just a standard pathway from the NEPs, the PAG outputs basically. Und die Ausdrucksbahn, hier die Expressionsbahn, das wäre eigentlich jetzt das, was manche von euch vielleicht auch kennen aus dem Kurs der neuroemotionalen Bahnen. Das wäre der Ausdruck der Emotionen. Then over here in the anterior cingulate gyrus is where you can do suppression. Und hier im anterioren Gyrus cinguli, abgekürzt mit ACG, da wäre quasi das ist zuständig für die Unterdrückung, für die Suppression. And that will suppress the frontal lobe, but also so you can't really think, you don't want, basically when you suppress it, you don't want to think about it. It's like, I don't want to know about that. I'm going to suppress it.
keep that from my conscious brain. Und der ist natürlich eben auch zuständig, da den Frontallappen zu unterdrücken. Ja? Also ich möchte gar nicht dran denken, nee, ich halte mir das mal auf, ich will nicht darüber nachdenken. But you also suppress here at the PAG outputs, which that is what creates stress in the body. Aber hier die weiteren Unterdrückungspfade gehen auch in Richtung PAG-Output und das erzeugt dann den Stress in unserem Körper. And so you can, but also over here, you can modulate the expression through the cerebellum. Aber auch hier haben wir noch so einen Seitenpfad, da geht es um die Modulation des Ausdrucks. Und da geht es auch in Richtung Cerebellum. So basically, the cerebellum can help you. It's a modulator. It will modulate the emotion, but it's the expression of the emotion. So. Und das Cerebellum ist nichts anderes als ein Modulierer, so genannt. Ja? Also das kann natürlich auch die Emotion, die ihr ausdrücken wollt, modulieren. So for example, when you're like doing full Latino, it might stop you from smashing plates and glasses, but you'll still be angry. Also vielleicht hilft euch hier das Cerebellum, die Modulation der Expression so ein bisschen, wenn ihr Latino veranlagt seid, nicht alle Gläser zu unterdrücken, vielleicht nur einige. And nicht alle Gläser zu zertrümmern, Entschuldigung, nicht alle Gläser zu zertrümmern, sondern vielleicht nur einige. But it also might stop you from saying something really stupid that you regret later. Aber vielleicht hilft euch dieser Cerebellumpfad, diese Modulation der Expression auch dabei, einige Dinge zu unterdrücken, die ihr vielleicht im Stress sagt, die ihr später bereuen könntet. I think I need my cerebellum balance somehow. Und Hugo denkt sich gerade, ich bräuchte vielleicht manchmal so eine Cerebellum-Balance. So kinesiology, here's some kinesiology tools for your practice. Und hier werden jetzt noch so einige Ideen oder Werkzeuge auch für eure kinesiologische Praxis. You can balance suppressed emotion, use emotion mode and suppression mode. Ihr könnt jetzt quasi einfach auch unterdrückte Emotionen balancieren, indem ihr einfach den Emotionsmod und den Suppressionsmod verwendet. Then you can use alarm points to find a muscle. Dann könntet ihr natürlich noch Alarmpunkte suchen und einen Muskel dazu finden. Then once you find that, you can explore the emotions of the meridian that showed. Und dann könnt ihr natürlich auch die Emotionen explorieren, die ihr anhand dieses Meridian gefunden habt. And then you activate that muscle to release the stress physically from the muscle. Und dann würdet ihr den Meridian zugehörigen Muskel auch aktivieren, um den Stress aus dem Körper zu befreien. I mean, as kinesiologists, you could use muscle tests for that muscle, of course. Und natürlich, wenn ihr jetzt Kinesiologen oder Kinesiologinnen schon seid, könnt ihr natürlich dann auch den Muskeltest dafür verwenden, um das herauszufinden. I like to do the action, get the person to perform the action of the muscle because that activates all the nervous system the way you actually use the muscle. Aber Hugo, wenn er dann erstmal den Muskel gefunden hat, testet nicht nur den Muskel, sondern aktiviert auch einfach den Muskelradius des jeweiligen Muskels. So, example. Als Beispiel, Anterior deltoid. Deltoideus anterior. Explore the gallbladder emotions. Exploriere die Gallenblasenemotionen. And things like anger, rage, annoyed, indignation, etc. Und da kommen dann vielleicht Dinge so auf wie Ärger, Wut, verärgert sein, unmotiviert und so weiter. So you can activate the muscle by testing it and moving it through the range of motion. Das heißt, ihr könntet den Muskel einfach aktivieren durch Testen des Muskels oder einfach den Bewegungsradius aktivieren. And this is how I like to balance muscles. I think it's really cool. Und das ist die Art und Weise, wie Hugo eben Muskeln gerne testet und er findet, das ist richtig klasse.
is you get the person to perform that range of motion of the muscle while you hold the acupoints for correction. Und er würde quasi den Muskelradius der jeweiligen Person bewegen lassen. Das heißt, die Person bewegt den Muskel im Bewegungsradius, während er die Akupressurpunkte für die Entstressung hält. Okay. So looking at the conflict. Schauen wir uns nochmal den Konflikt an. These are the fascia trains. Das wären die Faszienzüge. I think it's Myers, I think, that wrote that book on fascia trains, right? Yeah. Ja, Myers hat ja dieses Buch für die Faszienzüge geschrieben. Okay. Fascia Trains, also es wird übersetzt mit Faszientrains. Ich glaube, das wird auch im Deutschen nicht übersetzt, aber im Österreich haben wir es zumindest mit Faszienzügen eingedeutscht. The book is in German. You can get it in German. Das Buch von Myers gibt es natürlich auch in Deutsch. VAK's probably got it in there. I don't know. Maybe they do. Maybe they don't. I don't know. But anyway. Die VAK hat es vielleicht sogar, weiß man nicht. So this is the conflict between the conscious and subconscious. Aber dabei geht es um den Konflikt zwischen bewussten und unbewussten Prozessen. So I looked at these 12 fascia lines and I connected them to the 12 muscle meridians. Und Hugo hat sich die 12 Faszienlinien angesehen und hat eine Verbindung hergestellt mit den 12 Muskelmeridianen. So the muscle meridians, they're not the main meridians. Die Muskelmeridiane sind nicht die Hauptmeridiane. And they only have they're only connected to one acupoint. Und sie stehen nur in Verbindung mit einem Akupressurpunkt. They're connected to the point that's on the end point of the meridian on the hands or the feet. Und dieser eine Punkt ist immer der Endpunkt eines Meridians, entweder auf den Fingerspitzen oder auf der Hand oder auf den Füßen. And so, it'd be like small intestine 1. Wäre zum Beispiel jetzt eben der Dünndarm 1, Heart 9. Herz 9, Lung 11. Lunge 11, Large intestine 1, etc. Dickdarm 1. So, and these are the muscle meridians. Das wären die Muskelmeridiane. Okay, and they contain defensive chi. Und die beinhalten das Abwehr-Chi. And so defensive chi, I mean, this is my model of chi formation from Principles of Kinesiology. Und hier zeigt er euch das Modell aus Prinzipien der Kinesiologie über das Chi, über die Bildung von Chi. So you've got down here defensive chi and nutritive chi. Und ihr habt ganz unten hier das Abwehr-Chi und das Nähr-Chi. So the defensive chi, where you've got the muscle meridians, this is like a defense against the pathogenic factors. Und das Abwehr-Chi beinhaltet eben auch die Muskelmeridiane. Und das wäre quasi auch eine Abwehr gegen pathogene Faktoren. But it's also about how you interact with the external world as well. Aber dabei geht es auch darum, wie wir quasi mit der internalen Welt in Verbindung stehen oder externalen Welt in Verbindung stehen. And that was a tip from Monica Blasquez, actually. She told me that. It's how you interact with the external world. Und das war auch ein spezieller Tipp von der Monica Blasquez. Quasi, dass dieses Abwehr-Chi in Verbindung steht damit, wie wir mit der externalen Welt eben in Kontakt treten, in Verbindung stehen. Mm-hmm. And so, so this is kind of important when you're looking at the conflict, the subconscious, conscious conflict. Und es ist sehr wichtig, weil wenn ihr euch das anschaut mit eurem unbewussten, bewussten Konflikt. But it's also could be conflict between the inner world and outer world as well. Aber es könnte sich ja auch um einen Konflikt handeln zwischen der inneren Welt und der äußeren Welt. And so an example.
Ein Beispiel jetzt. So the deltoid muscle, Der Deltoidmuskel hier. so we know like in normal kinesiology, deltoid muscles related to the lung meridian. Da wissen wir ja in einer ganz gewöhnlichen Kinesiologie, dass der Deltoidmuskel mit dem Lungenmeridian in Verbindung steht. But it's actually connected with 3 muscle meridians. Aber er steht auch in Verbindung mit 3 Muskeln. And this, these 3 muscle meridians, because each muscle meridian occupies a part of the deltoid muscle. Und jeder Muskelmeridian besetzt quasi einen Teil des Deltoideus, des Muskels. Okay. And so what you can do is, you know, because it's 3 different muscle meridians, Und was ihr jetzt tun könnt, weil es sich ja auch um 3 verschiedene Muskelmeridiane handelt, and remember you're working with the fascia and connective tissue, not the muscles themselves. That's the difference. und erinnert euch, ihr arbeitet hier mit den Faszien und dem Bindegewebe, nicht mit dem Muskel selbst. So they are, you know, so you would explore lung emotions holding lung 11 while performing action of the deltoid. Ihr würdet jetzt quasi die Lungenemotionen explorieren, während ihr Lunge 11 halten würdet, während der Klient den Deltoideusmuskel in seinem Bewegungsradius bewegt. Mhm. And so with the lung emotions, look for conflict between conscious, subconscious, inner world, outer world. Aber wenn ihr die Lungenemotionen exploriert, dann schaut doch auch bitte nach Konflikt. Und zwar ein Konflikt über Lungenemotionen zwischen der äußeren Welt und der inneren Welt. Okay. Bewusst und unbewusst. Mm-hmm. And same with large intestine and small intestine. Again, you would hold the endpoints and explore those emotions from those meridians with conflict. Und das Gleiche gilt dann für Dickdarm und Dünndarm. Ihr würdet wieder die Dünndarm- und Dickdarm-Emotionen explorieren und während auch der Muskel jeweils wieder in seinem Bewegungsradius bewegt wird, haltet ihr an dieser Stelle die Anfangspunkte, Dickdarm 1 oder Dünndarm 1, während eben der Muskel bewegt wird. Mm-hmm. Deep unconscious emotional storage. Ganz tiefe, unbewusste, emotionale Speicher. So this is teeth and bones. Hatten wir schon, das sind Zähne und Knochen. So there's no access of the nervous system. Es gibt keine Nervensystembeteiligung. That's because, I mean, this is all often you've got the unmyelinated vagus nerve involved, so everything's shut down, and reverse T3 and everything like that, so everything's completely shut down, you know, so there's no... Weil ja der unmyelinisierte Vagusnerv beteiligt ist und ihr habt auch noch das reversierte T3, das ist alles runtergefahren, es gibt keine Nervensystembeteiligung. So this is our greatest lifelong challenges. Das sind unsere größten Herausforderungen im Leben, lebenslange Herausforderungen. And then you can look for which bones or teeth are storing the issues. Und dann könntet ihr raussuchen, für welchen Knochen oder für welchen Zahn welches Thema quasi, welche unbewusste Emotion gespeichert wird. And you can use meridian relationships to bone and teeth to explore these and balance the bone or teeth. Und dann könnt ihr natürlich die Meridianbeziehungen zu dem Knochen oder zu dem Zahn herausfinden und dann diese Emotion explorieren, diese unbewusste Emotion. Example, the sphenoid bone. Als Beispiel nimm da jetzt das Keilbein her.
It's connected to gallbladder meridian. Steht in Verbindung mit dem Gallenblasenmeridian. You'd activate the sphenoid by moving it around and stimulating it, you know. Könnt das Keilbein aktivieren, indem ihr es etwas bewegt, physisch. And then you would explore the gallbladder emotions. Und dann würdet ihr einfach die Gallenblasenemotionen weiter explorieren. But they're unconscious, remember. Aber erinnert euch, es geht dabei um unbewusste Emotionen. Balance the sphenoid. Und dann balanciert das Keilbein oder Sphenoid. Conscious emotional history. Bewusste emotionale Geschichte. Pause lock the hair. Nehmt einfach das Haar in Verweilmodus. Do age recession. Ihr könnt auch irgendwie eine Altersrezession machen. And explore the emotions experienced at that time. Und exploriert dann emotionale Erfahrungen, die auftauchen zu jener Zeit. And remember, it could be hair anywhere on the body, not just Und erinnert euch, das könnte jedes Haar am Körper sein. Es muss nicht sich unbedingt um das Kopfhaar handeln. Okay, an example of the different things. Dann gibt es noch so ein Beispiel der unterschiedlichen emotionalen Zustände. So looking at the anger, like gallbladder, which we were picking on. Also wenn wir uns jetzt speziell nochmal dem Ärger widmen wollen und wir hatten jetzt als Beispiel auch die Gallenblase, wo der Ärger dazugehört. So conscious, I'm angry at myself and I know I'm angry at myself. Und eine bewusste Emotion würde dann Folgendes aussagen, eine folgende Reaktion: Ich weiß, dass ich wütend bin oder verärgert bin über mich selbst und ich weiß es eben. So the subconscious emotion would be? Und die oder vorbewusste Emotion wäre, die so ein bisschen zwischenbewusst ist, ja, wir nennen es auch vorbewusst. I have an issue with anger. Ich habe ein Thema mit dem Ärger, but I'm unaware that I'm angry at myself. aber ich bin mir nicht so richtig bewusst, dass ich mich über mich selbst ärgere. Conflict. Dann der nächste Zustand wäre der Konflikt. Subconsciously, I'm angry with myself, but consciously I'm not. Das würde dann heißen, unbewusst oder vorbewusst bin ich verärgert über mich, aber bewusst bin ich das nicht. Unconscious emotion. Unbewusste Emotion. The anger at myself is completely unconscious. Der Ärger über mich selbst ist komplett unbewusst. And consciously, I have no idea that I'm angry. Und auch bewusst habe ich keinerlei Idee darüber, dass ich verärgert bin. So the conscious, subconscious, unconscious emotion. Dann geht es noch um die bewusste, vorbewusste und unbewusste Emotion. So conscious emotions is I know I'm an emotional and I know why I'm emotional. Bewusst heißt, ich weiß, ich bin emotional und ich weiß warum. Subconscious emotion, I know I'm emotional and I don't know why. Und vorbewusst heißt, ich weiß, ich bin emotional, aber ich weiß nicht warum. And unconscious emotion is I don't know I'm emotional and I certainly don't know why. Und unbewusste Emotion heißt, wir haben hier die X in beiden Fächern, also ich weiß nicht, dass ich emotional bin und ich weiß auch nicht warum. And here's something interesting because someone was asking me the other day about, the question was, how does NK and SIPs work together? And, it just got me thinking, like it's important to understand how kinesiology balance works. Und gerade die letzten Tage hat mich jemand gefragt, ja, wie funktioniert es denn mit NK und SIPs? Wie arbeiten denn die zwei Systeme so miteinander? That's, some of you might know Alexis from Canada. She lives in Costa Rica. Und da ist natürlich wichtig zu verstehen, wie wir so arbeiten. Und einige von euch kennen vielleicht Alexis, die lebt in Kanada.
Anyway, anyway, so to me, a kinesiology balance is about you reveal stress, you diffuse stress. You reveal stress, you diffuse stress. You reveal stress, you diffuse stress. That's what you do when you do kinesiology. Und ja, wie funktioniert jetzt eben Kinesiologie? Was tun wir in der Kinesiologie? Wir fordern Stress heraus, wir setzen Stress frei und wir nehmen Stress dann wieder raus. Also wir diffundieren ihn, also wir lösen ihn auf. Wir fordern ihn wieder raus, wir lösen ihn auf. Wir fordern ihn heraus, wir lösen ihn wieder auf. Wir fordern ihn heraus, wir lösen ihn wieder auf. Even a 14 muscle balance is this. Und selbst eine 14 Muskelbalance ist nichts anderes. You do a muscle test, reveal stress. Wenn ihr einen Muskel testet, fordert ihr Stress heraus, löst ihr Stress aus. Then you correct it. Dann korrigieren wir diesen. You diffuse the stress. Das heißt, wir lösen den Stress wieder auf. Then you do it again. You do it again. You Dann do it macht again. das Gleiche wieder und wieder und wieder. They're just, all kinesiology balances are just different ways of doing the same thing. Und alle Kinesiologietechniken sind einfach nur unterschiedliche Techniken, die aber das Gleiche tun. So you reveal stress by muscle tests. Wie lösen wir Stress aus? Das machen wir unterschiedlich. Zum einen durch Muskeltesten. And NK, we have a lot of acupressure formats. That's what it's about, really. In NK haben wir natürlich jetzt sehr viel Akupressurformate. Daraus besteht eigentlich NK. You talk about things, you know, blah, blah, blah. Some people have more blah than others, but it's still revealing stress. When you talk about what's stressful in your life, you are revealing stress. Wir sprechen über Dinge und einige sprechen mehr über Dinge als andere, aber es ist nichts anderes, es ist auch wieder Stress auszulösen. Goal setting reveals stress. Wir setzen Ziele, auch das setzt Stress frei. Performing activities. Oder wir lassen verschiedene Aktivitäten ausführen, die Stress erzeugen. Again. How do we diffuse stress? Wie lösen wir jetzt Stress wieder auf? We do some kind of energy corrections or energetic connections through meridians or chakras or something. Wir machen einige von energetischen Korrekturen, zum Beispiel über die Chakren. Wir arbeiten mit Chakren. Or we could add physical corrections to that as well. Aber wir können natürlich auch physische Korrekturen verwenden. We can also do powers of stress techniques. Wir können auch verschiedene Entstressungstechniken verwenden. The powers of stress techniques originally came from Richard Art in applied physiology. Also speziell diese Powers of Stress Technik kommt ganz ursprünglich von Richard Art in Applied Physiology. Where he would stack the spindle cell manipulations. Und er würde quasi da einfach diesen Spindelzellmechanismus sich zunutze machen und diesen manipulieren und immer wieder das einstapeln. Spindeln, spindeln, spindeln. Spindle, spindle, spindle. Okay. So basically what would happen is, say, if you've got over-facilitation in the muscle, like you'd spindle and it won't go down, it's blocked, you know. Also was man dann tun würde, ist einfach, wenn ein Muskel blockiert, dann immer wieder quasi zu spindeln. So what he would do is he would spindle it off, stack, then keep stacking the spindles until it went down. Und er wird so oft spindeln und es immer wieder einspeichern, bis der Muskel endlich nachgibt. And that's a very physical method, and the same with under-facilitated, when it was like completely weak. Und das ist eine sehr physische Technik, aber das Gleiche würde er machen, wenn der Muskel unterfacilitiert wäre. Das heißt, wenn der Muskel schwach wäre. He would like try to tonify it, it wouldn't work, he'd stack it, he'd keep doing the stacking tonifications until it actually tonified. Er würde den Muskel physisch immer wieder tonisieren, solange bis der dann wirklich tonisiert wäre und das immer wieder dazwischen einspeichern. And then he started using magnets as well on the muscles. Do the same thing, keep stacking the magnet until it either... Später hat er mit Magneten gearbeitet und das auch immer wieder eingespeichert. Auch seine Technik hat sich verändert. And so then Ian Stubbings came along.
Dann ist Ian Stubbings gekommen. And he trained with Charles. Charles trained with Richard. Und Ian Stubbings hat bei Dr. Charles Krebs gelernt und Dr. Charles Krebs hat wieder bei Richard Utt gelernt. And so he developed the SIPS system, which is a stress diffusion technique based on holding acupoints. Und Ian Stubbings hat dann eben seine Technik entwickelt namens SIPS. Und es ist auch eine Entstressungstechnik, die über Akupressurpunkte halten, sich Stress rausnimmt aus dem System. Also bedient sich Akupressurpunkten. And then I did the MOPS in the NAPS. Und dann kam Hugo entlang des Weges und hat MOPS entwickelt. Und MOPS findet ihr auch in den neuroemotionalen Bahnen 1 und 2, 3 und 4 natürlich. Mm-hmm. And, and that's, we had system in NAPS 1 for, the rage, fear and stuff like this. Und gerade im NAPS 1 hatten wir natürlich Entstressungspunkte für Angst, für Wut und so weiter. So it was all reveal stress, diffuse stress, reveal stress, diffuse stress. Also es geht immer darum, Stress auszulösen, Stress wegzunehmen, Stress auszulösen, Stress wegzunehmen, Stress auszulösen, Stress wegzunehmen. So you can see using acupressure formats and the SIPS diffusion techniques works really well together, because often I have a format for something and Ian's got a diffusion technique for the same thing. So you can combine them to use them together. Also wie ihr schon seht, natürlich funktioniert das sehr gut zusammen, gerade so über Akupressurformate, wenn ihr da arbeitet, dann einfach als Entstressungssystem oder Entstressungstechnik zum Beispiel mit SIPS zu arbeiten, weil oft hat Ian speziell für ein bestimmtes Akupressurformat eine eigene SIPS-Kombination gefunden. Also könnt ihr es gut kombinieren. Okay, so just getting to this one more thing before I finish, I just want to mention. Und ich komme jetzt noch so zum letzten Punkt und das möchte ich gerne noch erwähnen, bevor wir jetzt fertig sind. Is muscle tests reveal the level of stress. Muskeltests zeigen oder setzen den Stresslevel, indizieren den Stresslevel, also zeigen den Stresslevel an. So this is my model of the 4 states and the 4 possible responses of a muscle test. Das ist im Hugo sein Modell der 4 Stressstufen und der Muskelreaktionen für jede Stressstufe. Okay. So if you challenge something and there's no change, wenn man etwas herausfordert und es gibt keine Veränderung im Muskeltest, you've got no stress. So that's this parasympathetic social engagement system of the myelinated vagus nerve. Dann habt ihr keinen Stress. Und dabei sprechen wir eben vom parasympathischen sozialen Engagementsystem. Kein Stress. Okay. If you've got the first stage of stress, that's the sympathetic nervous system, short-term stress. Wenn wir die erste Stressstufe haben, dann haben wir das sympathische Nervensystem, eben Kurzzeitstress. And over-facilitated is second stage of stress, which is the HPA axis. Und überfazilitierter Muskel haben wir die zweite Stressstufe und das spricht dann direkt die HPA-Achse an. And under-facilitated is the third stage of stress, which is the unmyelinated vagus nerve, reverse T3, dominance and low cortisol. Und der unterfazilitierte Muskel wäre die dritte Stressstufe und steht in Verbindung mit dem unmyelinisierten Vagusnerv, RT3-Dominanz und niedrigen Cortisolspiegeln. And the other thing I want to mention is what's very important. I always really, I think it's one of the most important things is that whatever method you use to diffuse the stress, so if we go back here and say, whatever you're doing here,
that tells you about the quality of the stress as it went in. Und was noch sehr wichtig ist an der Stelle, und das würde ich euch jetzt gerne noch mitteilen, ist, was auch immer ihr für eine Qualität verwendet, für eine Entstressungsmethode verwendet, das sagt euch über die Qualität des Stresses etwas aus. So this could be something, you know, like say if you're balancing someone's hormones, for example. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt jemandens Hormone balanciert, and you're diffusing through fear points, und wenn ihr den Stress auflöst über die Angstpunkte, then you would say the stress in your hormones has a fear quality to it, and which gives you a point of discussion with the client, and often can bring in really important information they wouldn't have normally thought of. dann würdet ihr sagen, der Stress in den Hormonen beinhaltet quasi eine Angstqualität. Und das könntet ihr dann danach mit der Klientin oder dem Klienten besprechen. So what you see here is it becomes important, like there's many different things I've spoken about, and I've given you some tips and ideas to work with the different emotional states and understanding the four states of stress. Und er hat euch jetzt einfach einige Tipps gegeben und Ideen, wie man quasi mit Emotionen an verschiedenen Stressstufen umgehen kann, welche unterschiedlichen emotionalen Zustände oder Stadien wir erleben können, worauf sich die physiologisch auswirken, die unterschiedlichen Stressstufen, auch des Muskels. So I hope you've enjoyed today's talk. Also ich hoffe, ihr habt den heutigen Vortrag, das heutige Webinar genossen. And we'll see you next week with inflammation, I believe. Und ich denke mal, wir werden euch nächste Woche wieder zur gleichen Zeit sehen zum Thema Entzündungen. So I'd like to thank you all very much for taking the time to listen to me. Und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören.